Und geht man nicht aufs 175er? Kommt drauf an, Sir. Also als Blade ist es tatsächlich ein bisschen blöd. Weil wenn du 2 mittelmäßige Crit-Rate-Rolls hast und das 175er, kommst du schon auf 90% Crit-Rate. Mit Itemate-Schmuck. Und wenn du dann noch voll gebufft bist und nicht mittelmäßige Crit-Rate-Rolls hast, einen nicht mittelmäßigen, hast du easy 100%. Also ich hab's noch nicht... Ich hab's ja noch nicht. Ich hab's noch nicht durchgerechnet. Pipapo. Also nicht individuell halt. Es kann halt sein, also vor allem auf dem FEC mit den FEC-Titel-Buffs und so weiter oder auch den Flares-Buffs natürlich, die auch nochmal Crit-Rate geben. Wobei das halt fake ist, weil auf Boroding hast du das ja dann nicht mehr. Also irgendwann sind die ja weg. Aber ja, da hast du auf jeden Fall zu viel Crit-Rate. Finde ich jetzt persönlich aber nicht so schlimm. Solange es halt nicht viel zu viel ist. Also wenn du halt clean auf 105 kommst, also bis 105 ist es auf jeden Fall okay. Ab 110 würde ich sagen, ist es auf jeden Fall schlecht. Und auf dem FEC wirst du bestimmt auf 110 kommen, aber wie gesagt, da liegt es dann halt an den Titelbuffs und so weiter. Muss man dann gucken. Das wirklich Nervige ist halt jetzt mit dem gratis Grace Feedback, meine ich, und dann dadurch Grace, dass halt das Crit-Rate-Pad extrem attraktiv ist. Und dann natürlich auch das 180er-Set dadurch deutlich attraktiver wird. Wenn du da permanent gracen kannst und ein Crit-Rate-Pad brauchst. Aber eigentlich müsste es schon passen. Aber Blade ist auf jeden Fall gehört zu den Klassen wie Ranger und Jester, die dann eigentlich eher zu viel als zu wenig Crit-Rate haben. Bei den anderen weiß ich es nicht. Noch nie gespielt. Auf dem Level. Also Knight und BP strugglen ja schon mit Crit-Rate größtenteils. Lange Zeit. Weiß nicht, wie leicht die auf 100% kommen mit dem 175er. Wie gesagt, ab einem gewissen Überschuss ist es halt schon so, dass man sagen kann, ne, es ist halt zu viel. Ne? Wie gesagt, so 110 würde ich sagen, dann ist es wirklich zu viel. Ich meine, dass du nicht genau auf 100 kommst, sondern höchstwahrscheinlich dann 101 bis 105. Ja, das ist nicht so schlimm, weil ich meine, selbst wenn du diese 5% in Crit-Damage umrechnen würdest, ich meine, das ist gar nichts. Ich meine, 5%, da ist drauf geschissen. Aber ab 10% ist es dann natürlich schon, muss man immer schauen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt am Limit sind. Also wenn sie jetzt nochmal neue Sets machen, dürfen die auf keinen Fall noch mehr Crit-Rate geben, sondern irgendwas anderes dann halt. Angriffskraft oder so ein Scheiß. Aber gut, so schnell werden keine neuen Sets released werden. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, wo es... Eigentlich ist es schon zu viel. Weil ich finde persönlich... Also wie ich es vorher gesagt habe, mit mittelmäßigen Crit-Rate-Rolls solltest du halt nicht so leicht auf 100% kommen. Also wenn du gute Crit-Rate-Rolls hast, dann ist es okay, dass es, sag ich mal in Anführungszeichen, leichter ist oder leicht. Aber nicht, wenn du, wie gesagt, also du brauchst auf den Äxten oder auf deinen Waffen 20% Crit-Rate. Das ist mittelmäßig bis sogar schlecht. Ich glaube, Butcher's Carnage fängt bei 20 an und geht bis 26 oder so. Das heißt, 20 ist das drittschlechteste, wenn du jetzt mal die Komma-Stellen weglässt. Also mittelmäßig ist fast schon... Also das ist schon zu übertrieben. Es ist nicht mittelmäßig. Du kannst mit schlechten Crit-Rate-Rolls locker auf 100% kommen. Mit mittelmäßigen bist du drüber und mit guten bist du weit drüber. Und das sollte halt so eigentlich nicht sein. Ich meine, natürlich ist es geil, weil wenn du re-rollst, musst du nur auf Crit-Damage gucken. Und die Crit-Rate kann dir quasi egal sein. Und das ist natürlich geil, weil da kann man sich dann eine Menge Geld sparen. Weil anders als bei Mage, wo du auf Cast-Time und Waterbomb achten musst, oder gut, Cast-Time jetzt vielleicht dann auch nicht mehr so sehr, aber zumindest auf, also seit den BODs und so. Aber da ist halt ein bisschen was anderes. Da musst du immer auf, also bei vielen musst du auf 2 oder sogar 3 Werte achten. Und Blade dann eigentlich fast nur einen. Ich meine, außer wie gesagt, du hättest den schlechtesten Wert. Ich meine, dann ist schon schlecht. Aber das so einfach soll es halt nicht sein. Also an den Punkt haben wir jetzt halt erreicht, wo es eigentlich wirklich free ist. Wo du es einfach geschenkt bekommst quasi. Diese 100% Crit-Rate. Und so soll es halt eigentlich nicht sein.
Also wenn du gute Rolls hast, gutes Equipment, dann passt das ja. Aber wenn du schlechte Rolls hast, dann passt das eigentlich nicht. Wie gesagt, bei den anderen Klassen wird es ein bisschen anders sein. Außer Ranger und Jester, da ist es genauso. Also auf keinen Fall noch mehr Crit-Rate. Wir sind am Crit-Rate-Limit angekommen. Jetzt darf keine Crit-Rate mehr hinzugefügt werden. Sonst ist es wieder Kacke. Weil dann hat jeder viel zu viel Crit-Rate und dann regt sich wieder jeder drüber auf. Also ich reg mich eigentlich jetzt schon fast ein bisschen drüber auf. Weil ich persönlich habe schon gern die Option, 2 Sets zu haben. Und das eine ist für Damage und das andere ist für AOE-Tank, für alles, wo ich ein bisschen HP brauche. Und das eine ist für puren Schaden. Wenn ich selber quasi keinen Schaden bekomme oder auf Geschwindigkeit aus bin, dass du quasi so variieren kannst. Das finde ich cool. Weil ich finde, Flife ist was das angeht, relativ öde, weil meistens ist es ja immer so, es gibt das Bessere oder das Beste oder vor allem, wenn du levelst, dann hast du ja immer das Gleiche, dann trägt ja jeder das Gleiche. Das ist schon ein bisschen Fahrt. Da haben andere Spiele schon ein bisschen mehr Abwechslung und so. Und diese 2 Sets sind ja schon so, wie gesagt, verschiedene Situationen, verschiedene Sets, verschiedene Anforderungen. Farmst du Giants, farmst du Kriton, hast du eine 2-Stat-Page, hast du keine 2-Stat-Page, all diese Sachen spielen dann mit rein, für welches du dich entscheidest und so. Finde ich cool, aber das hört halt dann an dem Punkt auf, cool zu sein, wenn das eine Set quasi mehr oder weniger überflüssig ist, weil du alles, oder zumindest so einen wichtigen Stat wie Crit-Rate, und ich meine, Crit-Rate ist der eine von den beiden wichtigen Stats als 1v1, oder es ist eigentlich der wichtige Stat. Alle anderen kriegst du ja quasi gratis, Attack-Speed, Hit-Rate und so, das kriegst du ja sowieso alles geschenkt, durch Buffs und durch Upgrades. Ach so, es ist wieder passiert, Alter, meine RM überlebt easy und der scheiß Elle ist tot. Bruh. Ja. Welche 2 Sets habe ich dann? Na, das 175er und das 180er. Deswegen hoffe ich auch, wenn sie nochmal neue Sets machen, dass sie da eher wieder auf sowas wie dieses Repost-Reflex setzen. Also irgendwelche individuellen Effekte, die zur Klasse passen oder so. Und sie aufhören, Crit-Rate hinzuzufügen. Definitiv. Weil das eine Set, wie gesagt, wenn der Haupteffekt halt unter anderem Crit-Rate ist. Ich meine, Crit-Damage ist einfach Schaden. Das ist mehr oder weniger das gleiche wie PvE-Schaden. Also nicht wirklich, aber es ist Schaden. Und wenn du alle essentiellen Stats quasi schon automatisch erfüllt hast, dann brauchst du halt einfach kein Set, das Crit-Rate gibt. Und wenn eins dieser beiden Sets überflüssig wird, dann hast du den Punkt erreicht, wo es dann wieder langweilig ist, weil jeder trägt einfach das Gleiche. Und erstens ist das Zeug dann halt auch wieder wertlos. Dann kommt halt auch wieder das dazu, dann farmst du Dungeons für Sets, die keiner haben will. Das ist auch immer ätzend. Das ist ja in Wilds schon so mit den Magier-Sets, dass die von Anfang an wertlos sind. Erster Wilds-Run, du droppst einen Prima Mint oder Dracoria-Set-Teil, wertlos, weil es keiner trägt. Das ist ja nicht der Sinn davon. Was ist der Sinn davon, 2 Sets zu haben, wenn von eins von Haus aus als wertlos, sinnlos und nutzlos abgestempelt wird? Das ist Kacke. In einem Spiel, wo es sowieso schon so wenig Variationen gibt vom Equipment und so weiter. Oder von den Builds. Weil jeder immer das gleiche spielt und so. Deswegen wäre es schon cool, wenn das ein bisschen Abwechslung hat. Und zumindest ein Minimum an Strategie erfordert. Welches Pet kombiniere ich mit welchem Set und so. Wenn das flöten geht, wäre es halt schon wieder deutlich lamer. Und bei manchen Klassen ist es eigentlich schon flöten gegangen, weil wie gesagt, wenn du die Crit-Rate hast, dann ist es fraglich, oder ja, dann stellen viele Leute schon lange in Frage, ob man das eine Set überhaupt noch braucht. Und diese Frage sollte sich so nicht stellen, sondern es sollte immer auf die Situation ankommen, für die verschiedenen Anwendungsfälle, Situationen, was auch immer du so treibst im Game, sollte immer das eine oder das andere besser sein.